Es beginnt mit einem harmlosen Mückenstich, führt zu Fieber, Gelenk- und Muskelschmerzen. Typische Grippesymptome, nur dass es keine Grippe ist. Vor allem Kinder erwischt es immer wieder besonders heftig. Denguefieber ist eine globale Seuche und sie breitet sich aus. In Europa hört man nicht viel vom Denguefieber. Weltweit sind aber rund 4 Milliarden Menschen von der Krankheit bedroht. Mit dem Klimawandel rückt das schmerzhafte Knochenfieber, wie es auch genannt wird, immer weiter in den Norden vor. 390 Millionen Menschen infizieren sich jedes Jahr. Über 25.000 sterben. Das Hauptproblem ist, dass die Krankenhäuser bei der riesigen Zahl von Patienten entscheiden müssen, wen sie behandeln und wen nicht. Vor allem in ärmeren Ländern fehlt es an präzisen Testverfahren, mit denen sich schnell herausfinden lässt, ob ein Patient am gefährlichen Denguefieber leidet und wie schwerwiegend es sein kann. Viele Patienten kehren, ohne auf eine Diagnose zu warten, nach Hause zurück und werden vergessen. Das will der italienische Ingenieur und Erfinder Marco Donolato ändern. Zusammen mit seinem Team hat er ein günstiges Diagnosetool entwickelt, das mit einem handelsüblichen Laser, wie er zum Beispiel in einem CD-Player steckt, den Dengue-Virus aufspürt. Die Blue Box. Aber eins nach dem anderen. Die Geschichte von Donolatos Erfindung beginnt Mitte der 2000er Jahre, als der Ingenieur noch an den Eigenschaften von sogenannten magnetischen Nanopartikeln forscht, kurz MNPs. Das Interessante an magnetischen Nanopartikeln, stellen wir uns vor, das hier wäre ein magnetischer Nanopartikel, ist, dass sie nur einige 100 Nanometer groß sind. Also ungefähr 1000 Mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Und diese winzigen Partikel können wir nun leicht durch Magnetfelder manipulieren. Schon damals will Donolato die winzigen magnetischen Teilchen zur Diagnose von Denguefieber einsetzen. Die Lösung? Die Nanokügelchen bekommen einen Überzug, und zwar mit sogenannten Antikörpern. Diese Antikörper passen wie der Schlüssel zum Schloss zu einer zweiten Stoffklasse, den sogenannten NS1-Antigenen. Bei einer Dengue-Infektion finden sich diese Antigene massenhaft im Blut des Patienten. Treiben sie nun an einem Nanoteilchen vorbei, bleiben sie haften. Doch damit ist noch nicht viel gewonnen. Donolato und seine Mitstreiter müssen einen Weg finden, um in wenigen Minuten die Menge sowohl der Antigene als auch der spezifischen Dengue-Antikörper aus ein und demselben Blutstropfen zu bestimmen. Denn das ist das Ziel. Die unterschiedliche relative Menge von Antigen und Antikörpern kann anzeigen, wie schwer die Infektion ist. Diesem Ziel kommen die Forscher näher, indem sie nun die Kraft des Magneten aktivieren. Indem sie die Blutprobe einem Magnetfeld aussetzen, ordnen sich die Nanopartikel zu Ketten an, zusammengeklebt durch die roten Antigene. Mehrfach wird der Magnet ein- und wieder ausgeschaltet. Würde die Probe keine Krankheitsmoleküle enthalten, würden sich keine Ketten bilden. Sind allerdings welche enthalten, entstehen je nach Anzahl immer mehr und immer längere Ketten. In einer positiven Probe bilden sich, in Anwesenheit des NS1-Antigens, lange Ketten aus Nanoteilchen. Diese Nanoketten sind sehr wichtig. Unter der Einwirkung eines äußeren Magnetfelds beginnen die Ketten außerdem zu rotieren. Und genau diese Eigenschaft der Nanopartikelketten bringt den Forschern schließlich den ersehnten Durchbruch. Denn beschießt man die rotierenden Ketten mit Laserlicht, verändert sich die Intensität des sie durchdringenden Lichts im Takt der Rotation. Diesen Ausschlag kann man messen. Je länger die Ketten sind und je mehr Antigene sich folglich im Blut befinden, desto heftiger variiert die Intensität des Laserlichts. Gibt es gar keine Krankheitsmoleküle, ändert sich auch nicht die Intensität des Lichts. Mit unserer Technologie können wir nicht nur sicher bestimmen, dass Antigene vorhanden sind.
Wir können auch auf die Anzahl der Antigene schließen, indem wir die Lichtmenge messen, die durch die Rotation der Nanoketten moduliert wird. Mit Hilfe des sogenannten Blue Lasers können die Forscher also nicht nur messen, dass jemand den Virus hat, sondern auch, wie schwerwiegend die Infektion ist. Ein riesiger Erfolg. 2014 gründen Donolato und sein Team die Firma Bluesense Diagnostics in Kopenhagen. 3 Jahre später wird das neue Testverfahren patentiert und in den Folgejahren zur Marktreife gebracht. Alle Bestandteile werden in nur einem tragbaren Gerät vereint, der Bluebox. Sie müssen nur einen Tropfen Blut in die Patrone einführen. Nach dem Öffnen der Bluebox wird die Patrone in das Gerät eingesetzt. In etwa 10 Minuten erscheint das Ergebnis der Analyse auf dem Bildschirm. In Thailand, Malaysia und Vietnam kommt die Bluebox bereits erfolgreich im Kampf gegen Dengue zum Einsatz. Weil die portable Box schneller und präziser ist als andere Testverfahren, könnte sie in Zukunft vielen Menschen das Leben retten. Eine frühe Diagnose kann die Sterblichkeitsrate schwerer Fälle von 20 auf 1% senken. Für Donolato und sein Team geht es nun darum, die Bluebox weiterzuentwickeln. Während der Pandemie arbeiteten sie auch an einem Produkt zur Covid-Antikörperquantifizierung. Ein schneller und verlässlicher Test ist nicht nur bei Dengue, sondern auch bei seltenen Krankheiten wie der Chagas-Krankheit, Chikungunya, Gelbfieber oder Westnilfieber dringend notwendig.